Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um die Abstandsmetriken, die wir verwenden werden. Ihr könnt euch da meistens diejenige aussuchen, die für euer Problem am besten passt, aber ich möchte sie euch trotzdem einfach mal alle vorstellen. Okay, es gibt drei normale, also drei, die wir so standardmäßig verwenden werden. Das ist zum Beispiel jetzt die euklidische Distanz und dann gibt es noch ein paar andere, die ich euch natürlich auch noch vorstellen werde. Gut, die euklidische Distanz ist im Prinzip nichts Besonderes. Also wir wollen hier wieder mal X und Y sind wieder mal Vektoren, also Feature-Vektoren, unsere Merkmale sozusagen in einem n-dimensionalen Raum. Das heißt, wir haben n verschiedene Features innen drin sozusagen, also n-dimensionale Vektoren. Das heißt, wir haben hier Zahlen drin, und zwar n Stück in x und n Stück in y. So, und der Abstand von diesen beiden Vektoren ist hier jetzt tatsächlich mal als Formel aufgeschrieben mit der euklidischen Distanz. Wir summieren einfach alles auf, also wir fangen an mit x0, also dem ersten Eintrag von dem Vektor x, minus dem ersten Eintrag von dem Vektor y, quadrieren das, damit dieses Minus hier verschwindet. Und damit wir nachher die Quadrate wieder wegkriegen, machen wir hier die Summe, die Wurzel am Ende drum. So, ja, und damit wir eben alle, also nicht nur den ersten Eintrag und den zweiten Eintrag benutzen, werden wir einfach hier drüber summieren. Das heißt, wir nehmen uns jeden einzelnen Eintrag vor, gucken uns an, wie weit liegen die beiden auseinander, deswegen das Quadrat hier und die Wurzel und summieren einfach alle auf. Okay, das ist die sogenannte euklidische Distanz. Jetzt die Maximumsdistanz, die sieht ein bisschen anders aus. Das ist die hier. Die Maximumsdistanz nimmt einfach jeden einzelnen Eintrag hier und sucht sich den am weitesten entfernten aus. Also wenn wir uns die euklidische Distanz nochmal angucken, mal speziell für den zweidimensionalen Fall, haben wir hier da einen Punkt zum Beispiel und hier haben wir den anderen Punkt. Und die euklidische Distanz macht jetzt einfach Folgendes. Die sagt, okay, ich nehme hier einfach als Distanz das hier. Das ist das, was wir standardmäßig als Distanz verwenden werden. Also jetzt stellt euch das nicht zweidimensional vor, sondern n-dimensional mit n zum Beispiel als 1000. Also wir haben hier 1000 Dimensionen, kann man halt nicht mehr zeichnen, kann man sich nicht mal vorstellen. Aber man kann trotzdem den Abstand berechnen in einem 1000-dimensionalen Raum. Und zwar die gerade Linie hinzu. So, die Maximumsdistanz nimmt jetzt hier erstmal die y und die x-Koordinate und das macht sie halt mit jeder einzelnen Koordinate. Schaut dann, welches von den beiden ist die längere, also ist die hier nach oben länger oder ist die hier nach rechts länger. Entscheidet sich dann für die nach rechts, das heißt, wir haben am Ende das hier als Distanz. Okay, diese hässlichen Schlieren, die kriege ich hoffentlich noch irgendwie weg, ein bisschen zumindest. Okay, also das ist die euklidische Distanz gewesen, das, was wir gerade eben gesehen haben, war die Maximumsdistanz, das ist die Formel hier. Dann gibt es natürlich noch mehr. Die ist sehr ähnlich. Das ist die Taxicab-Distanz. Keine Ahnung, warum die so heißt. Die nimmt im Prinzip genauso wie die euklidische Distanz hier jeweils den Betrag davon. Nur, dass wir beim Euklid das Ganze quadriert haben und am Ende die Summe davon gezogen haben. Hier nehmen wir jetzt einfach tatsächlich den Betrag davon, wie bei der Maximumsdistanz. Der Betrag ist jeweils dann einfach also quasi einfach größer 0. Wenn es kleiner 0 war, ist es einfach positiv. Also minus 1 wird zu 1, minus 1 Milliarde wird zu 1 Milliarde und minus 99.235 wird eben zu dem Positiven. Gut, ist sehr ähnlich. Wir summieren hier einfach die ganzen Beträge auf. Ja, das ist die Taxicab-Distanz, das heißt, die könnt ihr benutzen. Und dann möchte ich euch noch speziell für Wörter möchte ich euch noch kurz die Levensstein-Distanz vorstellen. Die machen wir allerdings im anderen Programm, die machen wir hier. Ups, das ist jetzt schon ein kleiner Vorgriff. Verdammt. So, neue Seite eingefügt, damit ihr nicht gleich alles seht. Wir machen das, oder ich nehme die ganze Serie nämlich nicht irgendwie der Reihe nach auf, sondern ich muss mir erstmal immer die Quellen suchen und die sind sehr verstreut. Deswegen nehme ich teilweise erst die anderen Videos auf. Das war jetzt gerade zum Beispiel eins zu objektorientierten probabilistisch-relationalen Modellen. Ha, geile Überschrift. Da dürft ihr euch dann auch schon drauf freuen. Okay. Die Levenszeitdistanz ist folgendes. Wir haben hier zwei Wörter x und y zum Beispiel und wir berechnen uns die Funktion lef von, Achtung, jetzt geht es nur noch um den Betrag der Wörter, also Betrag von einem Wort x ist einfach, wir zählen die Buchstaben. Das heißt, wenn jetzt x zum Beispiel Hallo wäre, dann zählen wir H-A-L-L-O, also 5. Und bei y genau dasselbe. So, und wir berechnen hier einfach die Levenszeitdistanz. Warum wir uns hier jetzt eine
neue Funktion definieren, ist folgendes: Wir brauchen nachher eine rekursive Funktion und wir müssen aber den Abstand hier definieren auf zwei Wörtern, nicht auf den Längen der Wörtern. Deswegen funktioniert das nicht richtig. Okay, so. Die Lebenszeit-Distanz ist schon fast, also ich schreibe jetzt hier I und J hin für die Längen von X und Y. Das Ganze ist allerdings schon fast ein Algorithmus, ein eigener. Und zwar schauen wir erstmal, wenn das Minimum aus I und J 0 ist, also wenn eins von den beiden Worten Betrag 0 hat, also sprich keine Länge, dann geben wir, ich schreibe das jetzt in eine Zeile, dann geben wir das Maximum von beiden aus. Und wie wir auf dieses Min von IJ gleich 0 kommen, werden wir gleich sehen. Das ist nämlich am Anfang eigentlich nie gegeben. Aber ja, wir geben das Maximum aus I und J zurück dann, in diesem Fall. Okay, und ansonsten machen wir Folgendes. Wir berechnen das Minimum aus mehreren Sachen. So, die schreibe ich jetzt tatsächlich mal hier jedes in seine extra Zeile, weil das sind 3 Stück. Das Minimum aus erstens mal der Lebenszeit-Distanz von I minus 1, J und das Ganze plus 1. Oder aber aus der Lebenszeit-Distanz von I, J minus 1 plus 1. Oder aber aus der Lebenszeit-Distanz von I minus 1, J minus 1 plus, jetzt bräuchte ich ein Delta. Delta von AI, ich kann jetzt leider nur einen Index setzen, xi ungleich y. Achso, ich kann ja nicht. Yi. Okay. So, was das jetzt bedeutet, schauen wir uns am besten mal an einem Beispiel an. Ich schiebe das jetzt mal gerade so ein bisschen hier rüber und dann packen wir uns hier nebendran ein Beispiel und gehen das Ganze durch. Also wir wollen die Distanz von dem Wort Hallo und dem Wort Hello berechnen. So, okay, die Distanz wird berechnet durch Levenstein von der Länge der Wörter. Naja gut, Länge der Wörter ist in dem Fall 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hier haben wir auch 5. Super. Also 5 und 5. Merkt euch trotzdem, dass wir hier jeweils die Worte X, I, also X und J mitnehmen müssen. Das heißt, hier muss trotzdem noch dieses XI und YI rein. Wobei XI und YI jeweils die Buchstaben sind. Also H wäre X0 und Y0, A wäre X1 und E wäre Y1 und so weiter und so fort. Okay, also Lebenszeit von 5, 5. Naja gut, ist es Minimum, denn von I und J, also von 5 und 5, ist es 0? Nein, ist es irgendwie nicht. Das heißt, die obere Zeile fällt von uns raus. Das heißt, wir müssen hier das Minimum berechnen aus Lebenszeit von I minus 1 und J plus 1 oder I, J minus 1 plus 1 oder aber von Levenstein I minus 1, J minus 1 plus Delta, also der Unterschied von den beiden Buchstaben. Und zwar von den jeweils iten Buchstaben. Naja gut, wir haben ich schreibe jetzt tatsächlich nochmal Hallo und Hello hin. Hallo und Hello. Wir haben als Unterschied der ersten beiden Buchstaben hier, also H und H, haben wir keinen Unterschied. Das heißt, wir machen einfach Folgendes. Wir sagen, okay, achso, halt, stopp, wir fangen hinten an. Also von dem iten und dem, hier muss ein J hin, logischerweise. Von dem iten und J Buchstaben, also von dem 5. und 5. Buchstaben, also der hier jeweils die letzten beiden Buchstaben, O und O, die haben ja keinen Unterschied. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir berechnen die Lebenszeit-Distanz von 4, 4. Die Lebenszeit-Distanz von 5, 5 ist nämlich hier die Lebenszeit-Distanz von I minus 1, also 5 minus 1, also 4, J minus 1, also auch 5 minus 1, also ebenfalls 4, plus der Unterschied zwischen den beiden Buchstaben. Die anderen beiden hätten jeweils plus 1 gehabt. Das heißt, ja, hätten 1 mehr gehabt. Also wir haben hier plus 0 stehen. Ich schreibe es gerade mal tatsächlich hin. Plus 0, weil eben der Unterschied von O auf O 0 ist. Deswegen haben wir hier plus 0. Deswegen ist das unser Minimum hier. Das heißt, wir nehmen den dritten Fall, weil die anderen beiden haben hier plus 1 stehen. Und das bringt uns nicht so viel. Okay, also plus 0. Und dann sagen wir, gut, also letzter Buchstabe fällt schon mal weg. Jetzt schauen wir uns die vierten an.
der hier und der hier. Naja gut, passiert im Prinzip dasselbe wieder. Also haben wir hier am Ende 3, 3 drin stehen. Dann haben wir 2, 2 drin stehen und dann wird es endlich mal interessant. Also 2, 2, weil die Ls jeweils dieselben sind. Und jetzt holen wir uns hier den Buchstaben A und den Buchstaben E. Gut, der Unterschied ist also offensichtlich 1, weil dieser Buchstabe hier ist anders als der hier. Dann wird der Unterschied einfach auf 1 gesetzt. Okay, das heißt, wir haben hier tatsächlich plus 1. Lebensstein von 1, 1. So, und jetzt schauen wir uns den vordersten Buchstaben an. Naja, Lebensstein von 1, 1 ist in dem Fall Lebensstein von 0, 0, weil hier hinten das Delta von HH, also der Unterschied zwischen den beiden Buchstaben, ist ja wieder 0. Okay, gut. Das heißt, wir haben hier Lebensstein von 0, 0 und dann kommen wir in den obersten Fall. Wir returnen das Maximum von beiden, also keiner mehr. So, das heißt, die Lebenszeitdistanz von Hallo und Hello ist 1, weil sich ein Buchstabe unterscheidet. Jetzt, warum habe ich hier dieses komische Dings hingeschrieben? Das wäre für solche Fälle, wo man Hallo und Hello schreiben würde. Da hätten wir nämlich, oder He-Allo ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. Da hätten wir nämlich hier Allo jeweils gleich. Aber dann kommt dieses dämliche E hier rein und das ist aber einfach nur was eingeschoben. Sprich, hier hätten wir eigentlich noch einen leeren Buchstaben. Und dann entscheiden wir uns für einen von diesen beiden Fällen, wo wir nur ein Wort verkürzen und trotzdem um 1 drauf addieren. Also die Lebenszeitdistanz um 1 vergrößern. Obwohl sich hier eigentlich noch ein Buchstabe fehlt. Das heißt, im anderen Fall hätten wir dann vorne dran jeden möglichen Scheiß doppelt haben können. Da hätte noch ein Das vorne dran kommen können. Wenn wir den Fall hier dann nehmen, dann haben wir ab sofort jeden Buchstaben, wenn wir nach vorne gehen, unterschiedlich, weil hier eben dieses dämliche E noch reinkommt. Aber in Wahrheit ist es einfach nur ein einziger zufälliger Buchstabe mehr und deswegen haben wir hier halt nur 1 mehr. Okay. Langes Video dieses Mal. Das waren die Distanzmaße. Ja. Im Prinzip, das sind die ihr braucht. Die anderen könnt ihr meistens getrost ignorieren. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.